Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus der Aquarellwerkstatt. Ich bin Barbara Hirsekorn und das ist mein YouTube-Kanal rund ums Thema Aquarell. Im heutigen Video kannst du mit mir noch einmal richtig in den bunten Herbstfarben schwelgen. Die leuchtend goldenen Farbtöne, lebhafte Strukturen in Steinen und Blättern und das Ausarbeiten der Dreidimensionalität in den Steinformen sind Thema dieses Videos. Viel Spaß! Bevor es gleich mit dem Malen des Herbstmotives losgeht, habe ich noch eine Ankündigung für alle Liebhaber maritimer Motive. Am Dienstag, den 18. November, gibt es hier um 19 Uhr auf YouTube einen Livestream mit diesem maritimen Motiv. Dies ist einer von 10 jährlichen Livestreams, die ich für die Unterstützer unseres Kanals ab dem 10-Euro-Paket anbiete. Wir malen am Abend gemeinsam dieses Motiv und ihr könnt mir direkt beim Malen zuschauen und zuhören. Im Chat könnt ihr dabei eure Fragen stellen. Das können Fragen zur Malweise, zur Technik oder auch Fragen zu Materialien sein. Wenn du mitmachen möchtest und noch kein 10-Euro-Paket hast, dann schau gerne unter dem Video. Dort findest du den Link, Steady, deine Unterstützung heißt er. Dort kannst du einfach draufgehen und dich über die verschiedenen Möglichkeiten der Unterstützung informieren. Wie gesagt, für diesen Malabend benötigst du mindestens ein 10-Euro-Paket. Vielen, vielen Dank an alle, die uns über Steady hier auf YouTube schon unterstützen. Ihr macht mit eurer Unterstützung das kostenlose Videoangebot hier auf YouTube erst möglich. Neben vielen Zusatzleistungen, die Unterstützer ja bekommen, die Skizzen, die Fotos und auch die kleine Übung jeweils zum Video, sind wir im Moment gerade dabei, die kleinen Überraschungspakete, die es am Ende des Jahres zusätzlich noch für die Unterstützung gibt, für euch vorzubereiten. Also noch einmal vielen Dank und jetzt geht's los mit dem schönen Herbstmotiv. Die heute verwendeten Materialien sind folgende Farben: Yellow Ocher, cadmiumfreies Cadmiumgelb, Sienna gebrannt, permanent Alizarin Karmesin, Kobaltblau, Cobalt Türkis Light von der Firma Winsor Newton, Green Apatite Genuine von Daniel Smith, Ultramarin Feinst und Lasurorange von Schminke. Ich arbeite auf Baumwollpapier der Firma Arsch. Das Format ist etwas größer als DIN A4. Und ich male mit meinen eigenen Pinseln, das sind die Pinsel aus meiner eigenen Pinselkollektion, ein Eichhörnchenhaarpinsel in der Größe 12, der Rotmarderhaarpinsel in der Größe 10, ein synthetischer Flachpinsel zum Auswaschen in der Größe 10, der kleine Rundpinsel in der Größe 6 und der Linierer in der Größe 4. Außerdem verwende ich zum Grundieren der Fläche einen Haké-Pinsel in der Größe 2,5 cm. Für mein heutiges Herbstmotiv muss ich ein wenig basteln, was die Farben im Motiv angeht. Ich habe hier ein schönes Schwarz-Weiß-Foto aus einem Waldstück in Schweden in der Nähe meines Ferienhauses. Und dieses Bild habe ich im Hochsommer aufgenommen und ich möchte es jetzt in eine herbstliche Stimmung transferieren. Es gibt übrigens zu diesem Motiv schon ein etwas älteres Video hier auf dem Kanal. In diesem Video behandle ich das Thema Tonwerte im Bild. Wir verlinken das Video gerne oben in der Infokarte. Vielleicht schaust du da noch mal rein. Das wird auf jeden Fall für das heutige Motiv auch hilfreich sein. Als zweites Referenzfoto, um die herbstliche Stimmung einzufangen, verwende ich dieses Herbst-Wald-Foto, was auch in Schweden entstanden ist. Von diesem Bild übernehme ich vor allen Dingen die leuchtenden Herbstfarben. Hier sehe ich ein wenig Gelb, Lasurorange, Grün ist auch noch mit dabei und auch Rottöne oder Sienna gebrannt kämen für das Laub in Frage. Wir haben im Motiv heute nicht nur das bunte Herbstlaub, sondern auch das Thema Steine zu bearbeiten. Und deshalb gibt es heute in der kleinen Zusatzübung für Unterstützer unseres Kanals eine Übung zum Steinemalen. Dies ist die kleine Zusatzübung, die es seit August diesen Jahres für die Unterstützer des Kanals immer bei jedem Video gibt. Falls du über eine Unterstützung unserer Arbeit hier auch nachdenkst und in den Genuss der Übungen kommen möchtest, schau gerne unter dem Video. Dort gibt es einen Link, Steady, deine Unterstützung heißt er, und dort kannst du dich über die verschiedenen Möglichkeiten und Pakete informieren. Zunächst werde ich mein Blatt in einem ganz warmen herbstlichen Ockerton grundieren. Und dafür feuchte ich das gesamte Blatt jetzt zunächst einmal mit klarem Wasser an. Hier arbeite ich bei diesem allerersten Arbeitsschritt heute mit dem Haké-Pinsel. Das ist ein weicher Ziegenhaarpinsel
mit dem ich diese ganz weiche Grundierung jetzt besonders schön auftragen kann. Mit lichter Ocker setze ich weiche Pinselbewegungen aufs Blatt. Bisschen Lasur-Orange kommt auch schon mit hinein für die Grundierung der hellen Farbtöne. Das wird später nochmal übermalt werden. Mir geht es jetzt vor allen Dingen um diesen sehr hellen Bereich hier auf dem Weg, der nachher schön leuchten soll, aber auf keinen Fall zu dunkel im Bild erscheinen soll. Das ist nachher mein Bildfokus und da muss ich auf alle Fälle eine helle Farbe reservieren. Auch die Steine hier rechts bekommen diese warme Untermalung und hier brauchen wir nachher das Leuchten. Deswegen bleibt es hier jetzt etwas heller. Ein bisschen mehr Farbe kommt hier oben noch hinein. Diese Grundierung muss jetzt erst einmal komplett trocknen und für alle Unterstützer des Kanals geht es jetzt schon zur Zusatzübung mit dem Thema Steine. Im nächsten Schritt kommt die bunte Herbstfarbe ins Bild. Ich verwende hier Lasur-Orange, lichter Ocker und auch ein bisschen Grün. Bei mir ist das die Farbe Green Apatite Genuine. Die Baumstämme sind etwas dunkler als das Herbstlaub und deshalb werden sie im zweiten Arbeitsschritt aufgetragen. Etwas Gelb kommt hier vorne in das Laub hinein, was sich später dann vor den dunklen Baumstamm bewegen wird. An den Steinen höre ich mit dem orangenen Farbauftrag auf, denn die Steine werden nachher in einer anderen Farbe gemalt. Über den Zaun gehe ich im ersten Arbeitsschritt hier noch drüber. Ein paar Spritzer aus der Sprühflasche feuchten das Papier noch einmal schön an. Und jetzt kann ich die dunkelgrünen Stellen in meiner Waldlandschaft mit Green Apatite Genuine und etwas Perylane Green in den nassen Untergrund hier einarbeiten. Bisschen Ultramarinblau, damit das Grün noch etwas kühler wird. Auch zwischen den Baumstämmen gibt es dunkle Bereiche hier und die werden jetzt auch vorsichtig eingefügt. Im nächsten Schritt grundiere ich die dunkle Steinmauer und hier verwende ich die Farben Sienna gebrannt, Ultramarinblau, Kobalttürkis Light und Permanent Alizarin Karmesin.
Und für den unteren Bereich des Bildes gebe ich jetzt wieder Lasurorange, Lichterocker und Sienna gebrannt auf den Weg. Ein paar Sonnenstrahlen kommen hier vorne auf die Fläche. So, das ist jetzt hier der Schatten. Genau, hier ist Schatten. So, die Farben sind verteilt. Ich sprühe hier oben noch einmal Wassertropfen in die Laubfläche mit der Sprühflasche und auch mit dem synthetischen Pinsel, um kleine Blätter anzudeuten. Und auch der Steinhaufen kann noch ein bisschen Struktur vertragen. Nun wird das Blatt wieder trocken geföhnt. Während das Bild nun einmal trocknen muss, habe ich noch eine kleine Ansage für dich. Seit neuestem gibt es einen Online-Shop für meine Original-Aquarelle. In diesem Online-Shop findest du viele meiner Aquarelle, die ich in den letzten Jahren gemalt habe, und auch das heutige Bild werde ich dort einstellen. Für einen Künstler ist ja immer die Frage, wie er seine eigene Kunst vermarktet. Ich habe da schon verschiedene Möglichkeiten ausprobiert. Kunstmessen, Galerien, Ausstellungen, das sind sicherlich schöne Möglichkeiten, mit dem Publikum ins Gespräch zu kommen und das ein oder andere Bild zu verkaufen. Um einem noch breiteren Publikum meine Bilder zu zeigen und auch anzubieten, gibt es nun den Online-Shop und hier kannst du gerne mal stöbern. Du findest Aquarelle in 3 verschiedenen Größen, die natürlich preislich dementsprechend gestaffelt sind. Wir versenden die Bilder mit der Post, sie sind dann mit einem Passepartout versehen, sie kommen ohne Rahmen und ohne Glas direkt zu dir nach Hause. Den Link zum Online-Shop findest du unter dem Video. Zunächst werde ich jetzt die hellen Bereiche aus dem Zaun wieder herausholen. Dafür hebe ich die Farbe mit dem angefeuchteten Flachpinsel wieder ab, denn auf dem Referenzfoto ist deutlich zu erkennen, dass der Zaun hier vor dem dunklen Hintergrund heller erscheint und hier in diesem Bereich dunkler als der helle Hintergrund. So, da haben wir auch noch einen. Auch bei den Steinen muss ich jetzt ein paar Helligkeiten herausholen, damit die Steine dreidimensional erscheinen. Und auch das mache ich jetzt mit dem Flachpinsel, der leicht angefeuchtet ist. Durch das Ausarbeiten der hellen Formen hier in den Steinen haben wir schon ein bisschen das Gefühl, dass jetzt ein Steinhaufen entstanden ist. Und ich werde dann mit Dunkelheiten zwischen den Steinen noch für
mehr Plastizität sorgen. Zunächst male ich aber erstmal die Baumstämme. Mit einer Mischung aus Ultramarin Feinst und Permanent Alizarin Karmesin und ein bisschen Sienna gebrannt beginne ich hier oben mit dem ersten etwas schmaleren Stamm. Und während ich jetzt hier diesen Baumstamm male, lasse ich gelegentlich Bereiche frei. Das sind die Stellen, in denen sich das Laub vor den Baumstamm schiebt und der Stamm an dieser Stelle nicht mehr zu sehen ist. Aus der noch feuchten Farbe des Stammes ziehe ich jetzt ein paar Äste mit dem Linierer heraus. Und es folgt der zweite Baumstamm. Auch hier beginne ich wieder etwas bläulicher im oberen Bereich mit Kobaltblau, etwas Kobalt-Türkis Light und Permanent Alizarin Karmesin. Und auch hier bleiben ab und an Flecken stehen, um Laub anzudeuten. Um die ausgewaschenen Bereiche hier im Zaun arbeite ich jetzt mit der dunklen Farbe herum. Und der Zaun entsteht an dieser Stelle in der Negativmalerei. Das heißt, ich male ihn nicht, sondern ich male das, was dahinter ist, in einem dunklen Farbton. Und der helle Zaun entsteht dadurch quasi von selbst. Auch hier male ich mit dem Linierer ein paar Äste und Zweige noch in die leuchtende Blätterfülle hinein. Einen kleineren Baumstamm möchte ich hier rechts noch einfügen. Und noch einen zweiten. Als nächstes arbeite ich den Zaun noch weiter aus. Und hier gibt es ja, wie auf dem Referenzfoto gut zu erkennen ist, Bereiche, die heller sind und wieder dunkle Schattenbereiche, zum Beispiel hier unten an der Querleiste, deutlich zu sehen. Mit Ultramarin Feinst und Sienna gebrannt male ich jetzt zunächst einmal hier die dunklen Stellen, und zwar alle diese Stellen, wo der Zaun dunkler ist als der Hintergrund. Wenn ab und an hier die Farbe variiert, ist das gerade richtig. Es kann also ab und an mehr Blau in die Mischung oder mehr Braun.
Dieser dunkle Farbauftrag hier wird nach oben hin verblendet mit Wasser, sodass jeweils ein weicher Übergang entsteht. Auch für die Steine gibt es jetzt noch ein paar Dunkelheiten. Immer in den Zwischenräumen zwischen zwei Steinen setze ich die Mischung aus Ultramarinblau und Sienna gebrannt und ein wenig Alizarin Karmesin. Auch hier wieder schön mit Wasser verblenden. Ein paar Steine wasche ich hier noch im hinteren Bereich des Bildes aus. Ein Schattenauftrag mit Lasurorange und Ultramarinblau setze ich jetzt noch hier vorne auf den Weg. Hier leuchtet mir das Bild noch zu sehr und ich möchte hier einen dunklen Rahmen sozusagen um mein Hauptmotiv schaffen. Jetzt kommen noch ein paar orangene kleine Formen ins Bild. Hier spritze ich mit dem Rundpinsel in der Größe 6, einem synthetischen Pinsel, jetzt kleine Formen auf mit Lasurorange und auch mit ein wenig Gelb. Hier beim Zaun habe ich noch ganz wichtige Stellen vergessen, die trage ich jetzt noch ein. Und zwar die Verstrebung zu der Steinmauer hin. Da gibt es noch 2 Holzlatten. So macht das Ganze doch ein bisschen mehr Sinn. Und bei der Gelegenheit dunkel ich hier im unteren Bereich auch noch mal ein bisschen nach. Ein paar Blätterspritzer noch hier in den Vordergrund. Und dann ist mein buntes Herbstmotiv für heute fertig. Mit Jaune Brillant und einem trockenen Pinselstrich betone ich nochmal die helleren Bereiche hier oben im Zaun. Ein paar kleine Schatten braucht es noch auf dem Waldweg. Da bin ich im ersten Farbauftrag doch recht hell geblieben. Und so fängt sich hier schön die Sonne, aber es können natürlich noch so kleinere Schatten hier zu sehen sein. Zu guter Letzt wasche ich hier noch ein paar Seile aus, die den Stab hier hinten noch mit diesem Türchen verbinden. Und nochmal die Dinge miteinander verschränken und diesen Baum hier auch noch ein bisschen mehr in den Hintergrund rutschen lassen. Ich hoffe, mein herbstliches Motiv zum Herbstausklang hat dir gefallen und du hast Lust, das jetzt selbst einmal auszuprobieren. Entweder gleich oder vielleicht nach einem Herbstspaziergang im Wald. In jedem Fall wünsche ich dir viel Freude damit. Wir sehen uns hier wieder, wenn du möchtest, in 14 Tagen mit einem neuen Video zum Thema Aquarell.
Tschüss, bis dahin.